Angeblich soll sich ja der Pulsschlag im Wald senken und man soll dadurch besonders gut entspannen können. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ja, heute mal nicht vom Hamburger Hafen, sondern aus dem Hamburger Moor. Ist auch spannend, ne? Also hier kreucht und fleucht es fast wie am Hamburger Hafen. Und ich habe hier eben auch eine kleine süße Maus gesehen, die ist hier von links nach rechts gelaufen, die muss da hinten wohl wohnen. Die war nicht kamerascheu, also es kann sein, dass ihr die gleich auch wieder sehen werdet. Es hat Parallelen zum Hamburger Hafen. Ja, im heutigen Video soll es aber nicht um den Hamburger Hafen oder um das Moor hier gehen. Naja, im weitesten Sinne vielleicht auch. Aber ich muss mich in diesem Video mal über ein paar Themen aufregen und ich möchte mit euch in den Diskurs gehen und ich bin total gespannt auf eure Meinung und deswegen hoffe ich und bitte ich euch, auch eure Meinung einmal unten in die Kommentare unter diesem Video zu schreiben. Denn ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, ob ich der Einzige bin, der so denkt oder ob ihr da auch so denkt. Und ich habe noch eine große Bitte. Bitte guckt euch auch die Doku an. Ich habe eine Doku hier unter diesem Video auch nochmal verlinkt. Bitte klickt auf den Link, guckt euch die Doku an und dann lasst uns einmal über diese Themen sprechen. Was ist eure Meinung dazu? Denn ihr wisst ja, bei unserem YouTube-Kanal geht es um Leben, Wohnen und Reisen. Das sind natürlich 3 Themen, die alle irgendwie auch was mit dem Klimawandel zu tun haben. Und wir mussten uns ja unter unseren Videos auch jeweils immer mit diesen Themen beschäftigen und halt auch mit Kommentaren von euch beschäftigen. Meine Meinung ist, und da bin ich auch sehr gespannt auf eure Meinung, meine Meinung ist, wir kriegen das niemals über Verbote hin. Wir werden trotzdem weiterhin reisen, wir werden trotzdem weiterhin mit dem Wohnmobil unterwegs sein wollen, weil das einfach tolle Arten des Reisens sind. Und die meisten von euch werden es lieben, einfach mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein. Deswegen ist es Blödsinn, da jetzt irgendwie zu sagen, aufgrund des Klimawandels wollen wir das nicht. Wir haben in Wirklichkeit die Lösung vor den Augen. Wir haben die Lösung an der Hand. Jeder von uns kann da agieren. Wir agieren auch schon. Und deswegen guckt euch bitte nochmal diese Doku an. Denn eigentlich liegt die Lösung so nah. Und ich bin halt einfach fassungslos, dass es weder von den Grünen, ich meine, die Grünen sind jetzt an der Macht. Wer sollte es ansprechen, wenn nicht die Grünen? Und ich verstehe es nicht, warum die das nicht ansprechen. Es wird kein bisschen in den Mund genommen. Keiner aus der Politik tut das und erst recht nicht die Klimakleber. Und das verstehe ich erst recht nicht. Also eine junge Generation, die verzweifelt ist, verstehe ich. Ich kann auch nachvollziehen, warum die verzweifelt sind, aber ich verstehe die Maßnahmen nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum die nicht laut genug sind, sondern nur mit so einem Blödsinn, dass sie ein 9-Euro-Ticket haben wollen und eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen. Das ist wirklicher Schwachsinn. Deswegen, die müssen sich erst recht diese Doku angucken. Also wir haben alle Möglichkeiten an der Hand. So, und ich will auch gar nicht zu weit ausholen und euch irgendwie jetzt eine Kante ans Bein quatschen. Aber vielleicht noch mal ganz, ganz kurz. Ich habe mich ja hier auch bewusst in den Wald gestellt. Und ihr seht ja auch, das ist auch ein richtig schöner Wald. Und was soll ich sagen? Ich stehe hier zwischen natürlichen Klimaanlagen aus Kohlenstoff. Ja, was mich aber tierisch aufregt, ist die Tatsache, dass wir das nirgendwo hören. Ich höre von keinen Projekten aus der Politik, dass jetzt eine klügere, bessere, nachhaltigere und effektivere Forstwirtschaft betrieben wird. Ich höre nicht von irgendwelchen Aufforstungsprojekten, ganz im Gegenteil. Vor 2 Jahren wurden noch über 5000 Quadratkilometer Wald vernichtet. Und das ist wirklich dramatisch. Wer nicht weiß, wie viel das ist es 2-mal das Saarland. Wenn jetzt Leute von euch sagen, ja gut, ist das Saarland, ne, was soll's? Klar, aber ich meine ja nicht das Saarland, sondern den Wald, der vernichtet wurde. Und man sieht das auch an vielen Stellen. Wir waren ja unter anderem auch im Harz und viele von euch werden jetzt sagen, ja, im Harz, da ist richtig Waldsterben, ne, Borkenkäfer. Aber im Harz, das ist ja auch nicht Waldsterben, sondern das ist Plantagensterben. Und dann sind wir wieder bei der schlauen Forstwirtschaft. Denn da ist alles andere als schlaue Forstwirtschaft betrieben worden. Ein richtiger Wald, der müsste theoretisch so aussehen wie dieser Wald. Ja, unsere Wälder sehen ja gar nicht mehr so aus. Die sehen ja aus wie gepflegte Plantagen. Da werden die alten Bäume rausgeräumt. Und genau das ist das Problem. Denn der Boden, Mikronährstoffe und so weiter, die brauchen halt natürlich auch genau diese Biomasse, sterbende Masse, die sich auch wieder in Leben umwandelt. Und da haben wir ein riesengroßes Problem bei uns, dass halt einfach der Wald als Wirtschaftsgut gesehen wird, dass er halt bewirtschaftet wird, dass wir extrem viel
Holz verbrauchen. Wir importieren momentan viel mehr Holz, als dass wir selber überhaupt anbauen würden. Und all diese Thematiken, die sind natürlich mit Teil des Klimawandels. Aber wir haben noch ganz andere Problematiken vom Klimawandel. Und ihr fragt euch bestimmt auch, ja gut, aber du quatscht jetzt hier so viel von Aufforstung. Wo soll denn überhaupt Wald entstehen? Denn natürlich, Bäume wachsen nicht so schnell, aber Bäume speichern natürlich, sie produzieren nicht nur Sauerstoff, sondern sie speichern auch CO2. Jetzt werden viele von euch sagen, ja, aber wenn die tot sind, wenn die so sterben, dann geben die ja wieder CO2 ab. Ja, richtig, aber viel langsamer als alle anderen Arten. Und vor allen Dingen, was hier auch ist, CO2 wird vielleicht abgegeben, aber auch in den Boden. Bedenkt mal, Braunkohle, Schwarzkohle, das ist ja alles nichts anderes als irgendwann mal verwittertes Leben. Ja? Nur über Jahrzehnte noch gepresst und verpresst. Und so speichert natürlich auch ein Boden extrem viel CO2. Und ich verstehe es nicht, warum es überhaupt nicht angesprochen wird. Ich verstehe nicht, warum wir trotz alledem weiter richtig viel abholzen. Ich verstehe nicht, warum wir nicht extrem aufforsten. Ich verstehe nicht, warum jetzt unsere Bauministerin extrem auf Bauen mit Holz setzt. Natürlich ist Bauen mit Holz nachhaltig, aber nur wenn man nachhaltigen Holzhandel, quasi Holzwirtschaft betreibt. Alles andere ist völlig unnachhaltig. Und das ist ein großes Problem. Und wenn ich jetzt unsere Bauministerin höre, die sagt, wir müssen viel mehr mit Holz bauen, dann frage ich mich, wo soll es denn herkommen? Ja, Frau Geiwitz, wo soll denn das Holz herkommen? Wir müssen jetzt schon Holz importieren. Und ihr wisst, wo das herkommt. Das kommt meist aus Russland oder das sind auch noch Tropenhölzer oder was auch immer. Wir haben ein großes Problem mit unserer Forstwirtschaft. Und ich kann mich aufregen ohne Ende. Und ihr merkt es auch, mein Puls pocht in die Höhe. Vor 15 Jahren, da wurden noch Holzpelletheizungen als klimaneutral gewertet, weil ja das Holz ohnehin da ist, gewachsen ist, CO2 aufgenommen hat. Also kann man es ja auch wieder verbrennen. Aber bei Kohle ist es das Gleiche. Denn das hier wird irgendwann mal zu Kohle. Wenn wir genug Biomasse haben, was verwittert, was im Boden ist, was gepresst wird, wird doch irgendwann zu Kohle. Und es ist für mich alles nicht nachvollziehbar. Es ist eine so furchtbare Politik, getrieben von Lobbyismus, getrieben von Fehlinformationen, getrieben von Geld, Gier, Dummheit. Ich könnte mich so aufregen. Und bitte, Leute, schaut euch diese Doku an. Wenn ihr euch fragt, wo sollen wir denn Wald pflanzen? Wir haben doch gar keinen Platz. Wir müssen doch Autobahnen bauen. Wir müssen doch Häuser bauen, wir müssen doch Wohnraum schaffen, wir müssen doch einfach auch irgendwie so viel bauen, wir müssen da auch noch Lebensmittel produzieren, wir müssen da auch noch Anbauflächen schaffen. Schaut euch die Doku an, alles das wird dort einmal auf den Punkt gebracht. Ich finde es total wichtig, das anzusprechen, die Wahrheit auszusprechen, einmal zu hinterfragen, warum wird uns nur Blödsinn erzählt, warum erzählt uns die ganze Politik kein einziges Wort davon. Warum sind die Grünen so ruhig? Warum sind die Klimakleber so ruhig? Warum sind alle so ruhig? Warum erzählt es keiner? Warum sagt es keiner? Leute, ich muss weiter in den Wald. Ich brauche Entspannung. Bitte, bitte, ey, guckt euch die Doku an und dann lasst uns anschließend unten in den Kommentaren diskutieren. Bis zum nächsten Video. Macht es gut. Boah, ich reg mich auf über diese Scheiße, man. Das gibt's doch gar nicht, dass die alle nur Blödsinn erzählen. Und keiner sagt mal was. Das ist doch unfassbar. Es kann nicht wahr sein. Gott, oh Gott, wo ist jetzt dieser Wald, der hier meinen Puls nach unten bringt? Gar nichts ist hier mit Puls nach unten. Ich habe hier immer noch so einen Puls. Das gibt's doch gar nicht. Unfassbar, unfassbar. Meine Herren, und der Habeck erst. Oh Gott, oh Gott, oh